Mein Name ist Pascal Bucher. Ich bin selbstständiger Unternehmer hier in Emmenbruck. Ich habe mein Geschäft hier beim Coop Meierhöfli, Emmenoptik. Und das ist mein Kind, und ich auch damit alt werden. Die Inspiration, warum ich selbstständig geworden bin, ist eigentlich mein beruflicher Werdegang. Ich bin nach der Lehre in ein Grossunternehmen gegangen, habe relativ schnell Karriere gemacht und ich habe aber gemerkt, auch wenn du das erreicht hast, in einem grossen Unternehmen, Geschäftsführung, du hast immer noch gleich irgendeinen ob dir, der mit dem Hämmerchen da steht und dir halt die Grenzen einerseits aufzeigt und andererseits aber auch Ziel festlegt. Und das ist dann auch so weit gegangen, dass Ziele auferlegt worden sind, die meiner Sicht mit den damaligen Mitteln nicht zu erreichen waren. Das ist ja immer nur um Kohle gegangen, mehr zu verdienen, mehr Umsatz, wo dann einfach nicht mehr authentisch kannst sein. Das wollte ich anders machen. Zudem hat es andere Sachen gegeben, die mich einfach genervt haben, die du auch als Geschäftsführer und als Selbstständiger nicht beeinflussen kannst, wie Öffnungszeiten. Klar, es war immer die mit den Abstimmungen, aber es ist immer der Wunsch, immer mehr, immer länger zu arbeiten. Und das habe ich immer gesagt, wenn ich mal selbstständig bin. Nein, nicht einfach immer mehr und mehr und mehr, sondern ein gewisses Ziel zu erreichen, eine gesunde Work-Life-Balance zu haben. Es war auch so, als ich den Erfolg feiern durfte, dass ich ein Burnout hatte. Das ist heute in aller Munde. Das ist nicht etwas, es ist mir einfach zu viel, oder so, ich daheim bleiben, sondern es hat mich als Mensch komplett verändert. Und mich wirklich auch zum Umdenken gebracht hat. Heute muss ich sagen, ich bin froh, habe ich das durchgemacht. Ich bin heute nicht mehr der gleiche Mensch, wie ich mit Anfang 20 war. Ich konnte viel Positives daraus nehmen. Und ich weiss heute für mich, das kann mir nicht mehr passieren. Weil ich weiss, und wenn man für mich auf sich selber anfängt zu hören, was tut er noch gut, was ist zu viel und wo sind Grenzen, kann man Stopp sagen. Also ich glaube, die grösste Herausforderung war, bin ich selber, für mich einen klaren Kopf zu behalten. Wir müssen lernen, Prioritäten setzen. Und zwar, dass wir sicher schon am Anfang sehr viele Stunden nur fürs Geschäft haben, aber gleich auch, dass wir Familie, das Umfeld, dass das alles nicht vernachlässigt wird. Und ich habe mich teilweise auch wirklich zwingen, nein, jetzt heute nicht. Obwohl es im Hinterkopf immer umgeht, du müsstest noch, du musst noch, du musst das noch, du musst das noch und wie ist ja das? Ständig die Frage durch den Kopf. Dort mich zu bremsen, um einen klaren Kopf zu behalten. Und das Zweite war einfach irgendwie, hat ein Stück weit die finanzielle Verunsicherung, oder? Du hast Kredit aufgenommen, bist plötzlich mit der Bank im Spiel, es ist viel Neuland da. Wir reden plötzlich von ganz anderen Zahlen, von Geld, als du vielleicht vor einem Privaten gehabt hast, sind plötzlich Summen im Raum, wo du denkst, ja, irgendwie, ja, schön, aber kommt das gut, oder? Und es ist zum Glück gut gekommen. Anfänglich hat es sicher ein bisschen gedauert. Das war vielleicht anfänglich eine unsichere Zeit am Anfang. Wir haben so dort gerade mit einer relativ krassen Werbung mal eingehauen. Es ist von Anfang an, das Geschäft ist eigentlich gerade ab wie eine Rakete. Das sind aber nachher, wo die Werbung so nach 3-4 Monaten mal durch war, wo dann das erst mal ein bisschen abgeflacht ist, die Frequenz ein bisschen abgenommen hat, sind schon, oh verdammt, das geht jetzt aber nicht nur in die Richtung und wieder nach oben, also das muss ja irgendwie wieder kommen. Und man sich dann einfach Gedanken macht, ja, was muss ich jetzt unternehmen? Da bin ich relativ schnell beim Marketing gelandet halt. Das merke ich, du kannst nicht einfach nichts machen, du kannst nicht einfach hinhocken und warten, bis da irgendeiner kommt, sondern du musst natürlich doch gelangen. Und wo wir mit dem Marketing und Werbung viel machen können, wo wir uns auch mit witziger Werbung, das ist für mich auch im Unternehmen so, anders sein. Es gibt genug, warum soll der zu mir, zu uns kommen? Vielleicht einfach, weil wir anders sind und auch Menschen geblieben sind. Das heisst nicht, dass immer alles nur nach meinem Gusto läuft. Ich probiere immer, wo möglich, und das ist wirklich bei den meisten Fragen so, auch Mitarbeiter einzubeziehen. Wie findest du das? Wie findest du das? Meistens habe ich vorab eine Idee und denke, das ist es. Und dann kommen aber andere Inputs. Und entweder ändert man es ein bisschen ab oder ich
kehre meine Meinung total. Ich denke, das ist auch ein Teil vielleicht vom Erfolgskonzept, das Team. Also das ist etwas, was ich auch immer gesagt habe. Das Team muss stimmen, weil das merkt jeder Kunde, der reinkommt. Dass wir es gut haben untereinander. Das ist wirklich so und so. Das ist sicher authentisch zu sein und zu bleiben, selbstsicher zu auftreten. Das heisst, du musst wissen, was du machst, du musst gut sein in dem. Es gibt andere, die das auch machen, mit Garantie. Du musst nicht der Beste sein, aber du musst mitschwimmen und die Klientschaft, die Kundschaft können überzeugen und auch schlussendlich beweisen, dass es so ist mit dem Endprodukt. Und nicht zuletzt ist einfach das Netzwerk. Sei das über Social Media, sei das direkt möglicherweise ein gewisses Netzwerk einfach aufzubauen. Weil, wenn es nicht direkt fruchtet, der erzählt vielleicht weiter, du, ich kenne da einen Gang zu dem. Und so läuft es schlussendlich. Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Werbung. Und das kannst du nur machen, indem du einen grossen Bekanntenkreis hast, ein gewisses Netzwerk dabei bist. Und dort vor allem auch dort wieder authentisch überkommst und dich bleibst und dein Ding einfach durchziehst. Deine eigene Stimme auch hörst. Weißt du, was? Bin ich das? Das kann nicht sein, oder?